Hi, heute versuchen wir uns an einem philosophischen Gedankenexperiment. Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Teilt gerne euer Feedback in den Kommentaren mit und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da. Los geht's! Stell dir vor, du bist ein Experte auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Du lebst alleine in einem Zimmer. Dieses Zimmer ist komplett schwarz-weiß. Dein gesamtes Leben ist im Prinzip nur schwarz-weiß. Alle Farben, die du wahrnehmen kannst, sind schwarz-weiß. Du glaubst, die Realität um dich herum, in diesem Raum, dein Blick aus dem Fenster, alles ist nur in schwarz und weiß. Du liest nur schwarz-weiße Bücher, die Bildschirme, auf die du schaust, sind schwarz-weiß. Du hast noch nie Farbe gesehen. Und doch, du bist ein Experte für Neurophysiologie des Sehens. Du weißt alles über diese Thematik, alles rund ums Sehen, alles über den Forschungsstand in der Physik und in der Biologie. Du weißt, wie verschiedene Wellenlängen des Lichts 3 Arten von Zapfenzellen in deiner Netzhaut stimulieren. Und du weißt, wie elektrische Signale über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet werden. Und du weißt, dass sie dort Muster der neuronalen Aktivität erzeugen, die dann den Millionen unterschiedlichen Farben entsprechen, die wir Menschen sehen und wahrnehmen können. Du weißt, obwohl du in einer schwarz-weißen Realität in deinem Zimmer lebst, dass unterschiedliche Wellenlängen vom Himmel ausgehend deine Netzhaut stimulieren. Wie genau diese mit Hilfe des zentralen Nervensystems ein Zusammenziehen der Stimmbänder verursachen und ein Ausstoßen von Luft aus der Lunge hervorruft, das zur Äußerung des Satzes „Der Himmel ist blau" führt. Stell dir nun vor, du weißt alles über das Sehen und lebst in deiner schwarz-weißen Realität. Und eines Tages klopft es an deiner Tür und jemand reicht dir einen farbigen Apfel. Zum ersten Mal erlebst du Farbe. Die Thematik, mit der du dich schon seit Jahren auseinandersetzt. Kommen wir nun in diesem Gedankenexperiment zur wichtigen Frage. Lernst du etwas Neues? Lernst du etwas, was du vorher noch nicht wusstest? Gibt es etwas über die Wahrnehmung von Farbe, was zuvor in deinem Wissen über alles nicht integriert war? Der Philosoph Frank Jackson schlug dieses Gedankenexperiment 1982 in seinem Artikel Epiphenomenal Qualia und 1986 in einem erweiterten Artikel What Mary Didn't Know vor. Er gab diesem Gedankenexperiment den Namen Marys Zimmer. Mary in diesem Fall ist die neurobiologische Expertin. Sie sieht alles schwarz-weiß und beschäftigt sich seit Jahren mit der Thematik des Sehens. Er argumentierte, dass wenn Mary bereits alle physikalischen Fakten über das Sehen kannte, aber das Erleben von Farbe ihr ein neues Wissen gibt, dann können mentale Zustände, also Dinge, die nicht physikalisch sind, die sich hauptsächlich in unserer Psyche abspielen, wie die Farbwahrnehmung, nicht vollständig durch physikalische Fakten beschrieben werden. Das Gedankenexperiment von Marys schwarz-weißem Zimmer beschreibt das, was die Philosophen das Wissensargument nennen. Es beschreibt die Existenz von nicht physikalischen Eigenschaften und Wissen, die nur durch bewusste Erfahrungen ermittelt werden können. Das Wissensargument widerspricht somit der Theorie des Physikalismus, die besagt, dass alles, auch mentale Zustände, physikalisch zu erklären sind. Versuchen wir es etwas einfacher auszudrücken. Der Physikalismus beschreibt, dass Wissen, also alles, was wir wissen, basiert auf physikalischen Erklärungen, wohingegen die metaphysische Lehre besagt, dass alle Dinge physikalische Dinge sind. Die Erkenntnis jedoch nicht physikalisch, also mental sein kann. Für die meisten Menschen, die zum ersten Mal von Marys Geschichte hören, scheint es intuitiv offensichtlich zu sein, dass mit dem Sehen von Farbe eine komplett andere Erkenntnis verbunden ist als allein mit der Lehre oder des Studiums. Daher muss es irgendeine Qualität des Farbsehens damit verbunden sein, als eine einfache physikalische Erkenntnis.
Das Wissensargument bezieht sich aber jetzt natürlich nicht nur auf das Farbensehen. Marys Zimmer und der Apfel, der in diesen Kontext reinkommt, dient nur der Beschreibung einer bewussten Wahrnehmung und der daraus resultierenden Erkenntnis. Wenn die physikalische Wissenschaft das Farbensehen nicht eindeutig erklären kann, dann kann sie vielleicht auch andere Dinge im Universum nicht eindeutig erklären. Zum Beispiel könnten wir jedes physikalische Detail zur Struktur und Funktion eines Gehirns einer anderen Person kennen, aber immer noch nicht verstehen, was es bedeutet, diese andere Person zu sein. Diese unaussprechlichen Erfahrungen haben Eigenschaften. Diese nennen wir Qualia. Das sind subjektive Qualitäten, die man nicht genau beschreiben oder erfassen kann, weil wir selbst nicht diese Sache sind oder nicht dieses Gefühl am eigenen Leibe erleben. Qualia ist einzig für die Person, die die Sache erlebt, wie zum Beispiel ein Juckreiz, verliebt zu sein oder Langeweile. Physikalische Fakten können mentale Zustände wie diese nicht vollständig erklären. Philosophen, die sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen, haben sich mit dem Wissensargument auseinandergesetzt. Um zu theoretisieren, dass das Nachbilden eines physikalischen Zustandes nicht notwendigerweise einen entsprechenden mentalen Zustand nachbilden kann. Mit anderen Worten, einen Computer zu bauen, der die Funktion jedes einzelnen Neurons des menschlichen Gehirns nachahmt, wird nicht notwendigerweise ein bewusstes, computerisiertes Gehirn nachbilden. Nicht alle Philosophen sind der Meinung, dass das Experiment mit Mary nützlich ist. Ohne stark ins Detail zu gehen, einige Philosophen sind der Ansicht, dass sich an der Erkenntnis von Mary über Farbe eigentlich nichts geändert hätte. Der Fehler durch einen farbigen Apfel in Marys schwarz-weißer Welt hat ihr kein neues Wissen gezeigt. Es hat sich also nichts geändert. Andere wiederum sagen, dass ihr Wissen von vornherein nie vollständig war, weil es nur auf physikalischen Tatsachen beruhte, die man nur in Worte fassen kann. Auch Jackson selber kehrte seine eigene Haltung gegenüber seinem Gedankenexperiment Jahre später um. Er entschied, dass selbst Marys Erkenntnis der roten Farbe durch den Apfel immer noch einer messbaren physikalischen Erkenntnis entspreche und nicht einer mentalen. Es gibt also noch immer keine klare Antwort darüber, ob Mary nun wirklich etwas Neues gelernt hat oder nicht. Kann es sein, dass es fundamentale Grenzen für etwas gibt, das wir wissen können, ohne es erleben zu können? Und kann es sein, dass es Aspekte und Sachverhalte im Universum gibt, die außerhalb unseres Verständnisses liegen? Vielleicht ist das Ratio und gesunder Menschenverstand gar nicht das Nonplusultra der Erkenntnis. Oder werden Wissenschaft und Philosophie uns dazu bringen, die Grenzen unseres Verstandes doch noch zu überwinden?